Wichtigste Info zuerst. Ja, man kann die Katze streicheln. 1998 A Toll Keep a Story ist ein Papers, Please-like, welches die indonesischen Studentenrevolten von 1998 behandelt. Dabei versetzen uns Entwickler der My Lovely-Serie, Daughter, Wife and Empress, in das fiktive Janapa, wo wir die Geschichte von Devi erleben, wie wir uns als werdende Mutter entscheiden und damit Einfluss auf die Geschichte nehmen können und ob das Thema geschönt oder ganz lächerlich gezogen wird, erfahrt ihr jetzt hier. Zum Gameplay. Ebenso wie schon im Genrebegründer Papers, Please sitzen wir in 1998 The Toll Keep a Story in einer Kabine und kontrollieren, ob die Menschen, die zu uns kommen, auch passieren dürfen. Dafür verdienen wir Geld, welches wir für Essen, Miete und optionale Verbesserungen unseres Arbeitsplatzes ausgeben müssen. Die Kabine, in der wir dabei sitzen, ist eine Mautstelle an einer Autobahn. Die Leute, die zu uns kommen, fahren also in verschiedenen Fahrzeugen vor und müssen die Maut zahlen. Kontrolliert wird zu Beginn des Spiels nur, in welche Mautklasse sie fallen und kassieren sie dabei korrekt ab, wird das Spiel mit jedem weiteren Tag komplexer und um mehr Regeln und Kontrollen erweitert. Wir klicken uns also durch Regelwerke, mahnen Verstöße ab, vergleichen Dokumente und suchen nach Schmuggelware, wenn wir schwerwiegendere Verstöße vermuten. Leichte Verstöße erhöhen dabei meist nur, wie viel an der Mautstelle gezahlt werden muss. Andere sorgen dafür, dass wir Personen komplett abweisen oder sogar verhaften lassen müssen. Nebenher erfahren wir durch die verschiedenen Menschen, die unsere Mautstelle besuchen, was in der Welt um uns herum passiert. Ständig erzählen uns Leute, wie sie vom bestehenden Konflikt betroffen sind oder bitten uns um Hilfe mit ihrem Problem. Mal kann eine Person nicht zahlen, weil sie nicht genügend Geld dabei hat. Ein anderes Mal müssten wir sie gemäß den Regeln abweisen, würden dadurch aber dafür sorgen, dass sie einen wichtigen Termin verpasst oder Schlimmeres. Zwar haben wir keine echten Dialogoptionen, jedoch entscheiden wir je nachdem, wie wir auf unsere Mitmenschen reagieren. Einer dieser Mitmenschen gibt zum Beispiel zu, dass er weder den Preis weiß noch die Scheine erkennt. Wir haben also die Option, ihm brav das richtige Rückgeld zu geben oder im Gedanken an unsere bald das Tageslicht erblickende Tochter das Geld einzustecken, um damit unser Einkommen aufzubessern. Die Entscheidungen, die wir treffen, haben dabei Einfluss auf die Geschichte, die wir unter anderem am nächsten Morgen in der Zeitung erfahren oder wenn die NPCs wieder auftauchen und sich teilweise sogar mit Geschenken bedanken. Entscheiden wir uns mal gegen die offiziellen Regeln oder fällt uns ein Regelverstoß gar nicht auf, müssen wir dafür natürlich Strafgelder zahlen. Diese werden uns am Ende eines Tages in der Abrechnung abgezogen. Vom übrigen Geld zahlen wir regelmäßig Miete und Essen und können, falls noch welches übrig bleibt, es in Upgrades investieren. Diese Verbesserungen helfen uns, unseren Workflow am Arbeitsplatz zu streamlinen, sodass wir fortan mehr Fahrzeuge pro Tag abfertigen können. In der Nacht bekommen wir außerdem neben einer kurzen Dialog-Cutscene mit anschließendem Tagebucheintrag die Möglichkeit, selbst eigene Zeilen ins Tagebuch zu schreiben und es mit freigeschalteten Stickern zu verzieren. Leider bleibt das, soweit ich feststellen konnte, für die Story konsequenzenlos und ist nur für unser eigenes Roleplay wertvoll. Eine weitere Mechanik, wie wir Einfluss auf die Geschichte und vor allem das Ende des Spiels nehmen, ist das Verteilen der Flyer für die beiden Fraktionen, Regierung und Studenten. An verschiedenen Punkten der Geschichte bekommen wir einen Stapel Flugblätter, die wir dann verteilen, um für die jeweilige Fraktion und deren Sache Werbung zu machen. Neben dem fehlenden Support für die Fraktionen fallen noch etwaige Belohnungen seitens der Aufgeber, sollten wir die Werbeblätter einbehalten. Die Belohnungen der Regierung sind oft nur schnöder Mammon, die der Studenten sind weitaus tiefergreifend. Will man diese also haben, muss man notgedrungen auch für die Studenten die Werbetrommel rühren, selbst wenn man die Gegenseite unterstützen will. Zur Story. Die Story von 1998, The Toll Keep a Story, behandelt, wie eingangs erwähnt, die Studentenaufstände Indonesiens im Mai des Jahres 1998. Diese sind ein sehr ungespieltes Kapitel der Weltgeschichte und bringen einen ähnlich heftig aufgeladenen Hintergrund wie Papers, Please mit sich. Ähnlich wie sein Urvater wird aber die gesamte Geschichte in einem fiktiven Land erzählt. Es ist aber anhand der vielen Referenzen und der Sprache auf Postern und Schildern schnell erkennbar, um welches Land es geht. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von Devi, die mit ihrem Ehemann Heru kurz vor der Geburt ihrer Tochter steht. Vor diesem Hintergrund entscheiden wir jeden Tag, wie wir unser Geld verdienen und ob wir uns an die Vorgaben unseres schmierigen Vorgesetzten halten oder auch mal das Wohlergehen anderer als oberste Priorität sehen. Die Änderungen, die diese Entscheidung bewirken, sind aber meiner Meinung nach noch zu klein. Von den 6 verfügbaren Enden habe ich 2 erreicht und konnte im Hinblick auf die große Story keine Änderungen entdecken. Das hat meine Erwartungen sehr enttäuscht, da mich dies bezüglich meines Einflusses auf die Geschehnisse im Lande sehr desillusioniert hat. Hier wird also mit der Illusion of Choice gespielt, welche schon in anderen Spielen, wie zum Beispiel in der The Walking Dead Serie von Telltale, dafür sorgt, dass beim Spielen suggeriert wird, dass man eine Wahl hat, die Einfluss nimmt, aber nach einem kleinen Ausflug wieder zum selben Ergebnis kommt. Das mag zwar vielleicht hier dem Realismus und der historischen Korrektheit geschuldet sein, nutzt meiner Meinung nach aber damit das Medium Spiel und die Fiktivität des Landes Janapa zu wenig aus und hätte durchaus ein wenig mehr Was wäre wenn vertragen können. Im Kontrast zum sehr lieblich gezeichneten Grafikstil behandelt das Spiel aber themengemäß auch die schlimmeren Untaten während der Aufstände. Die Zeitungen listen öfter blutige Auseinandersetzungen auf ihrer Titelseite, des Weiteren ist das wichtige Content Warning hier noch angedeutete Vergewaltigung in einer Zwischensequenz zu nennen. Der Umfang. Wie schon erwähnt, hat das Spiel 6 Enden. Von diesen habe ich 2 während meiner 12 Stunden Spielzeit erreicht. Natürlich hat das zweite Durchspielen sehr viel weniger Zeit in Anspruch genommen, da ich viele der Zwischensequenzen überspringen konnte. Wenn man aber nicht so sehr auf die Geschwindigkeit achtet, kann man gut 6 bis 8 Stunden pro Durchlauf brauchen. Diese 8 Stunden verteilen sich dabei auf 15 Tage, die ein paar zufällige Elemente haben, aber natürlich auch festgelegte Besucher haben. Insgesamt rechne ich damit, dass man 30 Stunden für das Erreichen aller Achievements brauchen kann. Leider gibt es aktuell noch keine öffentliche Roadmap, die künftige Inhalte zeigt. Ob also ein Endlosmodus geplant wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt am Tag des Releases noch nicht gesagt werden. Lokalisierung und Bugs.
Aktuell hat das Spiel keine deutsche Lokalisierung, aber das ändert sich vielleicht nach Release am ehesten, wenn genügend Nachfrage herrscht. Schwerwiegende Fehler sind aber glücklicherweise ebenso Mangelware. Die bisher gefundenen Fehler waren zumeist grafischer Natur und bewegten sich im unauffälligen bis nicht gravierenden Bereich. Jene, die ich gefunden habe, sind gemeldet, wovon einer sogar schon innerhalb eines halben Tages behoben wurde. Meine Hoffnung ist also, dass auch die restlichen gemeldeten Fehler genauso zügig behoben werden. Fazit. Ist 1998 The Tollkeeper Story nun mit allem, was es mit sich bringt, ein gelungenes Papers, Please-like? Ein ganz klares Jein. Das Gameplay macht mir als Fan von Papers, Please und den anderen Vertretern des Genres wieder sehr viel Spaß. Wie es sich nun mal für das Genre gehört, spielt es sich am Anfang etwas mühsam, weil alle Verbesserungen des Workflows fehlen. Erst nach und nach wird mit dem Upgraden und dem Lernen der Regeln der Ablauf einfacher und schneller. Leider finde ich, dass der Schwierigkeit insgesamt nicht sehr hoch ist. Für mich könnte er generell optional steigerbar sein. Viel schwerwiegender ist für mich jedoch, dass beim zweiten Durchspielen auffiel, dass viele Events der Geschichte gleich blieben, obwohl ich mich diesmal oft für das Gegenteilige meines ersten Versuchs entschieden hatte. Wie schon erwähnt, hätte ich mir gewünscht, dass unsere Entscheidungen mehr Einfluss auf das Gesamtgeschehen hätten. Ein valider Einwand gegen die Kritik ist, dass sich 1998 The Tollkeeper Story im Gegensatz zu Papers, Please einen konkreten historischen Moment als Story-Hintergrund gewählt hat und damit entsprechende Vorgaben gegeben sind, oder auch, dass der geringe Einfluss, den wir haben, möglicherweise Absicht war, um zu zeigen, wie machtlos man als Einzelperson in so einem großen Konflikt ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich trotz der wenigen Änderungen beim zweiten Mal immer noch viel Spaß hatte. Ich würde also 1998 The Tollkeeper Story als ein Papers, Please Light bezeichnen, das in allen Aspekten weniger kann und macht das sein Vorbild. Als konkreter Vergleich dazu, im Original gibt es 31 spielbare Tage und 20 verschiedene Enden. Beeindruckend ist jedenfalls, dass das indonesische Team um CEO und Game Director Merides Mapong versucht, ein Stück Geschichte ihres Landes aufzuarbeiten. Besonders weil es kein glorreicher oder einfacher Teil der eigenen Geschichte ist. Den Umfang und die Qualität finde ich zum Preis von 11,79 bzw. 9,66 zum Release mehr als in Ordnung. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und vielen Dank ans Team, das mir den Key zur Verfügung gestellt hat. Wie findet ihr die Aufbereitung eines solchen gewaltvollen Themas innerhalb eines Spiels? Welche anderen Papers, Please Likes haben euch besonders gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und liked das Video. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.